Und als ich die Diagnose bekam und das Bild gesehen habe von der Mammographie, war das für mich natürlich unglaublich überraschend, unglaublich, also eine Bombe. Aber gleichzeitig war es für mich auch so klar, okay, jetzt hat es einen Namen, dieser Zustand, in dem ich mich befand. Und ich bin medizinisch all diese Schritte gegangen, die mir die Ärzte nahegelegt haben. Das heißt, ich war eine Woche später im OP. Mir wurde der Tumor entfernt und im Dezember schon die Chemotherapie, die erste. Und ich hatte, glaube ich, 8 insgesamt im Abstand von 14 Tagen. Und dann gab es Bestrahlung und dann gab es Hormontherapie und das hält auch noch an. Also das ist mir für 10 Jahre verschrieben worden. Neben diesem ganzen medizinischen Aspekt war natürlich, also für mich persönlich das Wichtigste, mich um meinen seelischen Zustand zu kümmern und dort Klarheit und Ordnung und Freude und alles, was mich nährt, zu fördern und zu tun. Und da ist das Malen eine ganz große Säule gewesen. Und es ist ja noch also dieser Zustand im Atelier hier oder am Bild mit den Farben, das bringt mich zur Quelle, zu meiner inneren Quelle. Das ist wie wenn man in sein eigenes Universum geht. Und das ist so schön. Und ich glaube, dass das einen Riesenanteil an der Heilung auch an Heilung gebracht hat. Also ich möchte sagen, ohne dieses Malen wäre es nicht so gut gegangen oder wäre es nicht so schnell gegangen. Oder ich gehe ja jetzt zur Frauenärztin auch immer noch natürlich zur Vorsorge und zur Untersuchung und Nachuntersuchung und so regelmäßig. Und die ist immer nur total erstaunt und sagt, Frau Barth, ich weiß nicht, wie Sie das machen, aber das ist unglaublich, wie Sie dastehen nach dem, was Sie erlebt haben. Also ich hatte die erste Brustkrebsdiagnose in 2001 und da war es ähnlich wie du erzählt hast, ein absoluter Schock. Und ich war in einer großen Hilflosigkeit und in einer völligen Ratlosigkeit, wie es weitergehen soll. Und damals haben die Ärzte einen bestimmten Plan gehabt und haben mir das vorgeschlagen und ich wurde operiert, ich wurde bestrahlt und dann war für mich die Sache erledigt. Und dann habe ich in 2010 eine erneute Diagnose bekommen und dann wurde ich wachgerüttelt. Und das Wachrütteln hatte damit zu tun, dass ich mir genau die Frage gestellt habe, was hat diese Krankheit eigentlich mit mir zu tun? Und das erschien alles auf dem Papier. Die Gefühle kamen hoch, obwohl beim Malen ja nie dieser Anspruch von außen eigentlich da ist. Aber in mir drin war immer dieses Gefühl, oh Gott, mache ich das jetzt richtig? Nehme ich die richtige Farbe? Ist es die richtige Form? Und so weiter. Und dem zu begegnen und zu sehen, ja, das ist jetzt nicht nur beim Malen so, sondern eben auch sehr viel in meinem Alltag. Ich muss nicht wissen, wie es am Ende schon aussieht, sondern ich kann einfach nur diese kleine Bewegung mit der Farbe machen und dann wird schon irgendwo eine Idee kommen, was das nächste ist. Das kann ich auf viele Situationen in meinem Leben einfach auch übertragen, was total wunderschön ist. Also diese Ruhe zu gewinnen und diese nicht mehr in der ständigen Angst zu sein. Diesen Raum, von dem ich spreche, da gibt es halt keine Urteile. Da gibt es halt, und ich bin jemand, der sehr in diesem Muster sein kann, zu urteilen. Ne? Und wenn ich dann hier erlebe, ist einfach ein Raum, da gibt es keine Urteile.
Das ist so wohltuend. Ja? Mhm. Es geht nicht um richtig und falsch und schön, hässlich. Ist überhaupt kein, darum geht es gar nicht. Ne? Das ist wunderbar. Wenn was nicht stimmt, dann decken wir es mit Weiß oder du kratzt oder man fängt woanders an oder also dieses, dass es sich wirklich ständig verändert und verändern darf und dass nichts dabei ist, wenn man etwas übermalt. Das finde ich, also für mich ist das wie so ein, also wirklich eine wichtige Sache, die ich gelernt habe, die sich direkt in den Alltag auch überträgt. Also, dass man oder ich in in meine Quelle gehe und da ist alles, sind alle Erscheinungen. Wenn ich bei diesem Gefühl des Unwohlseins bleibe, dass es sich tatsächlich verändert, weil ich habe angefangen mit zu malen mit dem Gefühl, da komme ich nie raus. Es wird immer so bleiben. Und dann male ich und bleibe bei dem Gefühl und bleibe und auf einmal ist es wie, es hat sich verflüchtigt und auf einmal ist es einfach nur still. Also das fand ich auch eine ganz tolle Erfahrung.